happened? Our house DJ, Mike Rel. He's absolutely incredible. He's been spinning for us all evening long. Now, Fortnite fans, you've been watching the open qualifier. You recognize us, but I feel like we're missing two people. And those two people are going to be the ones getting us through the game. So for now, let's set it up. To Golden Boy and Dr. Lupo! Thank you so much, DJ. Thank you so much, everyone here in the forum in LA. Ladies and gentlemen, this is it. This is hype. This is the creative showdown. How you doing today? I like that. Maybe you should try it. I think you have a better. You got a better performance than I did. Maybe a global treasure. Jetzt gerade erst live, Wiederholung, weiter. You know, I will say though, it's a joy to be back here with you once again. Last year we had the opportunity to commentate the Fortnite Pro-Am together, and now a year later, so much has happened in the world of Fortnite, and we're here at the historic forum in LA, about to call probably one of the craziest things you're ever going to see. It's a world premiere game mode in map, something that we have not done before in a Fortnite competition. And I have to say, I said it, you know, previous days when we got a chance to look at it, it's one of the most fun things I've ever had the pleasure of commentating in my career. It is actually pretty crazy. We've done some rehearsals, but if it's out there, keep in mind, it might not be brand new to us, but it's on the stage. They have no idea what's coming down the pipe. It is going to be insane, right? A lot of creativity that's been put into this creative match. Well, there we go, the correlation of pretty good at that. But I do, honestly, if you could, please, I need to know more about the game. That's right. So let's just jump right into it. We've been talking about it. We've really hinted at it, but now it's time to show you the Sky Station brand new map of collaboration between Team Evolve and Epic, made specifically for this event. Now let's break down how it all works. For this very special event, we are bringing you an exciting further home base on the edge of the Jetzt gerade erst angefangen. Together they will punch 3 capture circles, racking up points by holding them down for Mache ich irgendwas mal hier Einstellungen. Oh nee. earning 3 points per second. They are also the only ones who can wield the Infinity Blade. Dann machen wir es aber so. YouTube Dev BTW Freezy Hello What's up? Gut, dass ich jetzt gerade so gewechselt habe, weil... Ah doch, okay. Ich dachte gerade, die Kommentare werden gar nicht angezeigt. E-Beams Noel, du weißt das, oder? Ja. Okay. I told you it was crazy. I wasn't joking. See on your screen here, we updated the format. Capture points on the left. This is how they play the game. The first team to 1,000 of those in-game points. Los zu zocken. Gegen. Ja. Right there at the bottom left, the outer circles, those top 3 are worth 3 points a second. The VIP is inside uncontested. But after 8 minutes GB, when there's 7 minutes left on the clock, that bottom circle, capture point D, 12 points a second. That's right, it's so Also wie in Olgos gucken, wer dort alles mitmacht. and it will be carnage. Now, separated from that, teams that play, depending on how they end up in the game, whether that be first, second, third, or fourth, as you see there on the right side of your screen, that is Hört man mich überhaupt ja, ne? Ja. we will determine who our winner
Muss jetzt auf Twitch zocken. Ich schreibe meinen Namen rein. Ich schreibe einfach Ausrufezeichen FA. Da ist jemand vom Lost Clan drin. Ehre. Warte, ich mach's mal kurz für dich. Ausrufezeichen FA. Da musst du kurz Nightbot noch ein paar Minuten geben. Oh, Aiden ist dabei, das sehe ich jetzt gerade dort. Vorne. Lol. Hey, wie geil. Ja, das finde ich geil, dass Aiden mit dabei ist. Kann ich nicht finden. Ja, dann schreib den Namen rein dann. Ehrlich dich. Oh, da jetzt. Nick E.H. Okay. Lost Kings. Aiden. Ja, aber kein Face-Clan. Also kein Face-T-View oder sowas. Xavier Woods. Ah, Halt's Maul, Digga, als ob Xavier Woods dabei ist. Hierfür ist nicht mehr ein Face, ich weiß. Aber ich sagte ja, irgendwer aus Face Clan oder keine Ahnung, T-View oder sowas mit dabei. Das ist irgendwie keiner von denen. Außer Aiden, den ich kenne, und Xavier Woods. Den kenne ich aber auch nur von WWE. Okay, du weißt, wenn du auf den Eternal zockst, kannst du kein L2 spammen. Null Spams, L2 ist nur mein Freund. Du bist einfach mit 3 Leuten in einer Lobby. Hä? Hallo? Kannst du mich auch hören oder reden? Oder der Name ist 1. Wait, yes, I'm waiting for you. Alter. Gekonnt.
Elektrostuffel. Oh oh, ich muss Code wieder reinmachen. Golden Reaper YouTube. Leute, alle mal annehmen. Auf Ehrenbasis. Kann ich dich anrufen, ganz kurz? Ja, meinetwegen. Ja. Ja, ich würde. Ja, Mann. Ehrenmann. Hau rein, Bruder. Tamam. Ja? Endlich, ja. Endlich. Apo, du bist leise. Warte. Ach, du kannst doch nicht zocken? Warte. So, jetzt red nochmal. Nein. Ja, ist egal. Ja, können wir in du. Geiler Name. Aber Epic-Name? Übel, aber ich sage einmal kurz vor 1. Ja. Ah ja. Den kannst doch keiner bei Epic enden. Ich will keinen Namen sagen. Ich kann nicht keine enden. Ich bin jetzt einfach der beste Switch-Spieler der Welt, als ich sage ehrlich. Was, der bist du das? Ich bin der beste Switch-Spieler der Welt. Ja, warum zockst du keine PS4 mehr? Ja, weil sie haben mir PS4 mitgenommen. Wer wir? Die. Meine Oma und so. Und sie sagen so, nein, die wollen wieder zurückhaben. Ernsthaft? Ja, Warum das denn? keine Ahnung. Zockst du den 4:4? Wie lustig ich bin, Junge. Ja, hier sind alle Lost, Mann. Also, ich kann schon mehr bearbeiten. Bedank dich mal. Ja, da steht jetzt neue Spams oder nicht L2. Steht auch oben links. Ja, aber wenn wir halt überein, ich weiß wieso. Ja, Mann.
Ich will jetzt mal sagen, ah ja. Wer hat jetzt eigentlich die goldenen Tickets gewonnen nach New York? Keine Ahnung. Auf jeden Fall keine Leute, die ich kenne. Also ich will hier ja mein Duo oder so. Xavier Woods ist aber halt ein Wrestler, der hat kein goldenen Ticket gewonnen. Der durfte direkt mit. Warum das denn? Und Ghost Aiden halt, ne? Ja, Ghost Aiden. Hey, Xavier Woods ist ein E-Sportler auch. Ja, was macht er denn alles, Alter? Ja, alles. Ah, Bruder! Wenn wir jetzt verkacken, peinlich, ne, weil wir spielen auf Switch. Hey, hier waren gerade 2 Leute. Oh, Bruder. Jetzt habe ich gerade einen kompletten Duo auseinandergenommen. Ist das jetzt steil? Ja. Ja, eigentlich schon so. Letztes Mal, als ich gegen Nintendo Leute gezockt habe, hatte ich 11 Kills. Das ist eigentlich auch voll die Bots, aber auf Nintendo bin ich auch voll der Bot. Ja, man kann nicht sagen, das sind voll die Bots, ne, weil es gibt auch einige, die sind krass auf Nintendo. Muss man ehrlich zugeben. Voll die Bots. Ich meine, guck mal vielleicht Uwe an, der hat auch öfters auf. Hä? Nein, er hat einen Tommy, der Laser mich Hurensohn. Er hat minus 20.000 HP, Alter. Warte mal, er hat... Nach meinem Berechnung, er hat nur 12 HP. Aber er hat Mini, ne? Und Digi. Ist der da oben oder was? Ja, das ist der. Guck mal, die Bände. Nö, hat er nicht. Aber ich kann vielleicht jetzt mal zuerst eine Karte holen gehen. Darf ich mich erst so das wiederbeleben? Bruder, ich will Game nicht mehr, ne, wenn du so machst. Ich hab mir dann für diesen Sound gemacht. Was ein Sound gefühlt, dann sag mir ehrlich. Genau. Guck mal, was ich hier brauche. Wie so ein Soundeffekt. Oh geil, Digga, Sniper. Ehre. Ja, das war meine, aber ich konnte ja nicht anwenden. Er ist immer zu Milchstoffus. Soll ich dir jetzt einfach eiskalt hingehen oder was? Ja. Obwohl da Gegner sind? Ja, okay. Das sind Nintendo-Spieler, Junge, chill mal. Ja, du musst immer noch wissen, ne, ich habe keine Pumpgun. Die können nur lasern. Ja, das ist ja das Problem. Ey, gib mal gleich bitte diese dreifache MP. Nein, Digga, du kannst Trommelgewehr haben, Alter. Wow. Was machst du da? Das war halt auch gebrochen. Hier, kriegst Trommelgewehr plus 2. Oh, wow. Bau, 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 bau. Die kommen. Ich kann nicht bauen. Die kommen. Da. Er findet mich. Hinter dir. Nein. 31 HP, lol. Ich dachte, du hättest den jetzt noch bekommen, Alter. Aber es war gut gespielt, sag mal ehrlich. Ja. Guck mal, ich hab den einen schon richtig gefixt. Wärst du nicht gestorben, keine Ahnung, hätten wir die beide geholt. Deine Mutter Liebe lesen. Wir haben schon so lange nicht mehr gespielt, ne? Ja, Bruder, wenn du in Neon kommst, ne? Ja, wie soll ich schon ankommen, wenn wir die Stimme mitgenommen haben? Hast doch jetzt eine neue. Immer. Nein, das ist Switch. Ja. Ist mir auch egal. Aber Switch ist scheiße zu spielen, schöner Scheiße. Egal, muss jetzt mit klarkommen. Willst du Fortnite zocken oder willst du kein Fortnite zocken? Kannst du ja aussuchen. Okay. Kann ich so angucken, Kappa? Bruder, dann kann ich dich ja jetzt auch entfernen, Kappa. Pommes.
Ja, ich bin nur gestorben bei Arena. Ich glaube, ich habe einen PC bei mir stehen. Ich bin geschlossen. Wenn du den PC, ich nutze den nicht. Ja, PC, Junge, ganz ehrlich, wenn du PC zockst, kommst du gar nicht mehr in meine Lobby rein, glaub mir. Wenn du mit PC hier reinkommst in eine Runde, Alter, ich kick dich direkt wieder raus und zocke Solo. Aber du bist auch allgemein lost auf PC. Also brauchen wir auch keine Arena zocken. Ja, da habe ich einen Controller gelesen. Was für ein Controller? Ja, ich habe mehrere gelesen. Warum? Weil du vorher deine Island kaputt gemacht hast, oder was? Ah, als Maul hast du wohl. Also, sorry, hab nicht markiert. Doch jetzt. Bruder, wir machen bald mein 6 Abonnenten zwischen. 6 Abonnenten, Alter, so viele Abonnenten hast du schon. Bruder, du bist richtig Fame. Krass, ne? Oh, ich weiß, Abo. Ich bin so kurz vor der 450, aber du sagst mit 6 Abonnenten richtig Fame, Alter. Ja, Bruder, das ist das Thema als du. Ach so, der abgehoben. Das kannst du gar nicht machen, Alter. Ich komme mit meiner Army und die schlafen. Mit Sicherheit so einer, der 5 Fake-Accounts hat. Irre. Also du mit 5 Fake-Accounts, ne? Ich hab 5 Accounts, aber keine Fake-Accounts. Warum hast du... Oh, Abo. Als ob ich bei dir mache, oder was? Was? Soll ich bei dir machen, oder was? Ja, mach mal. Nö. Einfach nö. Das war mal ganz so. 11 Abonnenten, was willst du noch machen? Lass mal dort angreifen. Da. Ah, Bruder, da sehe ich wieder, wie ich richtig rein leisten kann. Warum haben alle Sniper? Ah, Bruder. Hey, hinter uns. Hinter uns. Wo denn jetzt alles, Alter? Hinter uns und vor uns. Ja. Wenn die Twitch gerade nicht kaputt gegangen ist, das wundert mich sehr. Die ist echt ziemlich viel Stand, Alter. Ich bin mit Handy, Alter. Ich hab keinen Bock mehr. Manche verstehen das Leben nicht, ne? Hey, du bist einfach nicht mehr in meine Lobby, Digga. Hä? Bruder, was war los? Ich weiß, ich bin einfach rausgeflogen. Weil ich auf meine Switch gehauen habe. Also habe ich kreativ gedacht. Nein! Ich geh eh los, du fickst mich eh. Oh, Junge, Alter, du nervst voll mit deinem scheiß Kreativ, Alter. Ja, ich muss einstellen, ich muss da gut werden. Bist und warst doch nie gut, Kappa. Oh. Das ist mein Leben, Alter. Guck mal kurz, sehe ich das mein Problem ist? Dein Problem ist Pommes. Nein, ich erkläre das ja vorher nicht kurz, okay? Ich krieg mein ganzes Leben durch dieses Problem. Ja, komm mal raus. Wohl? Was war noch das Problem? Was denn? Das sind halt meine Freundin, die sich nie bei mir, nie. Was? Auf einmal, das sind halt, ne? Meine Freundin meldet sich nie bei mir. Ja. Wirklich nie, ne? Auf einmal, ich fange an zu zocken. Dann ruft die an, die schreit mich an, die nervt mich dann auf einmal.
Du sollst anfangen zu zocken. Ja, Ehre. Weißt du, ich verstehe das nicht. Ich mach gar nichts, mach gar nichts. Mein Computer bewegt halt. Was geht, Alter? Hey, bei mir bewegst du dich gar nicht, Vogel. Stehst einfach immer noch. Ich will einfach nur mit der Switch spielen. Warum du eigentlich ein Aufhalt? Ja, du hast gesagt, du willst dich verbessern. Ja, okay. Such dir aus, Kiste oder Lama. Bruder, nur eine Kiste öffnen, ne? Denk dran. Soll ich telefonieren? Nein. Weil dann könnte ich eigentlich vom Controller zocken. Kommst du jetzt hier hin? Kannst auch so oder so mit Controller zocken. Ja, ich zocke den Controller, reicht das auch mit dir. Komm jetzt. Aber ich bin nicht lost jetzt. Hör auf rumzuheulen. Bereit? Ja. Ach, Bruder. Ja, nochmal zum Thema, du bist richtig lost. Ich doch, ey. Bruder, komm halt's Maul, Alter. Nein, hör drauf, Alter. Oh, Bruder, den habe ich ja mal mega verzogen. Nein, hör auf. Wir sind im gleichen Team. Nein, nicht. Doch, klar, du bekommst keinen Schaden, du Vogel. Schieß mich mal an. Also nicht viel eigentlich getroffen. Wie können wir denn Team wechseln? Warte, ich gehe nochmal zurück zum Kreativzentrum. Komm mal auch raus. Okay, gut. My heart beating. Geht's jetzt raus? Warte. Beeindruckend. Was denn beeindruckend? So, warte, bevor du... Jetzt wechsle ich in kurz Team, okay? So, jetzt habe ich auch Team gewechselt, Alter. Bist du behindert? Warum starte ich einfach spielen? Weil man da nicht Team wechselt. Haben wir doch gerade schon gesehen. Ach, stimmt. Ich kann auch keine Kisten öffnen. Doch jetzt. Ha? Kann ich besser spielen. Einfach mit dir telefonieren, weil dann kann ich besser spielen. Nein. Ja, ich will jetzt besser spielen. Ja, auf rumzuheulen, Alter. Nein. Bist bereit? Ja. Gut. Was ist das hier? Alter. Und glaubst du, beim Telefonieren hört es auf zu laggen, oder was? Nein, dann kann ich überhaupt selbst spielen. Ist mein Handy fällt überhaupt an? Ja, drauf. Oh mein Gott, der ist ja mal mega am Laggen. Junge. Ist dein PC an?
Bist du dir sicher? Oh, Ja, okay. holy shit. Alter, jetzt hört auf, Alter. Willst du... Bist du bereit? Ja. Sicher? Ja. Jetzt fängt es langsam wieder an zu legen. Leck mich, Junge, wie willst du auch fucken? Ich muss da einbauen, Alter. Warum? Bock drauf, die nicht so fake ist. Wenn es leckt, dann ist es ein zu starker Gegner. Das ist nicht bereit. Leute, lasst mal ein Mitleid-Like da für ihn. Kappa. Ich will aber auch wegen seiner Lex treffe ich ihn einfach auch nicht. Ehre. Ach, Bruder. Okay. Ach, jetzt geht's, ne? Aber ich lebe immer noch. Oh, Das ist mein kleiner Glücksstab für den lieben Zusterfahrt. Ja, jetzt ist auch, Wie heißt du in-game? Mach einfach Ausrufezeichen FA dann. Ach, mit Unterstützung. Ach, du willst direkt weitermachen? Oh, oder nee. Wo bist du? Sag ich dir doch nicht. Ich weiß aber, dass ich einen Zugriff habe, ne? Nice. So sieht mein Vorleger aus, wenn ich freischalten muss. Mein Pipi zu hoch ist.
Mein Sitzplayer sieht so aus, mein Fokus. Bruder, ich bin ja über dir. Hä? Bruder, ging das schnell. Runtergefallen, wie hast du sie getroffen? Du bist gar nicht runtergefallen bei mir. Doch, ja. Anscheinend gibt es dich nicht. Ja, dann schreib einfach deinen Namen rein, dann adde ich dich. Oh. Du bist Junge. Du bist easy step. Falsch in der Schule. Das ist eine Fresse, immer schlecht, weiß ich. Ach so. Das sagt gerade einer, der richtig billig Internet hat. Meine Fresse. Aber mit meinem billigen Internet habe ich auch der PS4 genommen. Wann? Wann war das letzte Mal, als wir 1 gegen 1 gemacht haben? Vor 3 Tagen. Hä? Nee? Ja, dann Vor 3 Tagen war ich nicht mal mehr online. vor viel. Ja, das ist so schlecht. Den fragst du so ab, Alter. Wo bist du? Hier da unten. Junge, er darf nicht mal, wo er ist, Alter. Warum sollte ich? Damit ich weiß, wie du bist. Hä, Junge, das ist Fortnite, nicht Kinderraten. Ja, wo bist du denn? Selbst Leon, der Inaktive, lacht dich hier beim Stream aus. Ehremann. Jetzt bitte, ich mein Bombe in deinem Naselchen sehe. Und dann auf Jungen kommen. Easy Tap. Ja, Jungen kommt das aus, aber das ist noch eine Chance. Ich habe mir 20 sehr gut Kinderbox. Leon, nimm das nicht ernst. Er ist einfach nur lost. Ja, wie soll ich jetzt meinen? Wo muss ich Spaß? Ich weiß nicht, wie er es meint. Was hat der gesagt? Ja, keine Ahnung. Das höre ich ja auch nicht wirklich wegen den ganzen Lecks. Du hast gesagt, dass du festhalten sollst, wenn ich reden soll. Du sollst auch noch viele Punkte für den Bastard. Was hab ich gesagt, hä? Wo bist du? Oh, wie Spaß hier. So, du hast Kicken zurückspielen. Hat er gefressen. Du Spaß, die Hundesohn. Du kleiner Hundesohn. Ach komm, Bruder, hör doch mal auf zu heulen. Ach komm, Bruder, hör doch mal auf zu heulen. Ich komm noch so freiwillig runter. Alter Junge, baust du dich wirklich jedes Mal ein, Alter? Ach, du bist über mir. Ich bin ganz gut in der Box da oben. Ja, kein Bock mehr auf dich. Mein Lieblingskind kommt wieder. Man hört es. Comedy over 9000. Ehre. Wer sagt das? Alles gut. Brauchst du gar nicht wissen. Noch eine Bombe, noch eine Bombe. Ich hab dir jetzt was für Mann. Alter. Easy. Guck, ich hab diesen Shot. Ja. Aber ich wollte dein Spiel rein. Beleidigst du, wirst du gebannt. Denk dran. Ich fick den trotzdem nicht. Add mich gleich mal.
Möchte auch 1 gegen 1 mit ihm. Er will 1 gegen 1 gegen dich. Junge, wir müssen verarschen. Wie oft noch? Ich will nicht zwischen, ne? Ich muss was verstecken. Kleine Huren Switch spielen. Du Vogel, kannst es auch an der PS4 anbauen, ne? Das ist schon bewusst. Am PC anbauen. Am Fernseher, sorry. Ich will das Zerlegt oder so. Basti? Ah, nee. Esel? Gib deine NR. Ich fick dich, du Hund. Was habe ich gerade gesagt? Dein Hund ist keine Beleidigung. Aber ich fick dich nicht, oder was? Nein, das ist natürlich richtig eine Tatsache, weil ich meine. Weil ich mach's ja nur. Ein Wort ist größer als die 7 Weltmeere. Ehre. Ist doch so, ne? Abo gegen Abo, ja, kannst du machen. Wenn du mich abonnierst, abonniere ich ruhig zurück. Ich hab dich abonniert, ja, warte. Komm her. Ja, warte, ich komm. Ja, Ich mach ihn kurz. mein Wortschatz ist größer als ja, ich kann nicht was sagen soll, Alter. Als ein Schwanz, ne? Den hab ich am größten. Der hat locker 70 cm, Alter. Aber ohne Diabo. Aber ohne Dero, na, natürlich. Ich bin nicht so ehrenlos. Mit Diabo. Ich bin nicht so ehrenlos. Wo bist du jetzt? Ich bin oben. Ich warte auf dich. Ich war ja schon einmal komplett oben. Aber da warst du einfach nicht. Wie heißt YouTube? Noel spammt L2. Was hier auch kommt? Oh! Oh! Er freut sich über einen Kill. Er freut sich über einen Kill. Ja, Bruder, wenn der nächste, Junge, natürlich konnte ich über einen Kill, Junge. Achso. Bist trotzdem easy clap. Bist trotzdem easy clap, muss ich ehrlich sagen. Ich hab dir mal gewonnen. Er hat eine FA. Junge! Du hast eine FA. Wir waren ja echt. Der Spaß, ne? Wir waren einfach nicht. Ich hab. Und dann musst du das Nummer geben. Kauf dir bitte besseres Internet. Ja, mach ich auch demnächst, oder? Ist noch so. Noch als du. Und das. Stimmt. Was heißt. Dann kriege ich endlich mal ein Kompliment, dass ich nicht lost bin. Ah! Das ist nicht so los wie du. Ja, warte, ich guck ganz kurz. Okay, Spaß, den mir auf R geschickt hat. Wer ist Famous Shadow? Er, glaube ich. Basti, bist du das? Bruder, guck mal, bis easy clap, Alter. Ich bin jetzt schon über dir. Safe. Du bist ganz oben, Basti. Ja, sag's doch, ich bin über dir. Guck mal. So, nochmal. Ich bin famous unter Shadow. Bruder, ich sehe keinen einzigen Leck von dir gerade, muss ich ehrlich sagen. Du mal mit deinem, soll ich den Bild klicken, Alter? Bruder. Leute, jetzt mal ehrlich, schreibt es mal in die Kommentare, ihr seht ihn ja gerade von hier oben. Leckt er. Ja, hä? Guck mal, er kommt doch easy nach oben.
Da labert er von wegen, ja, er leckt. Manchmal schon. Ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Da, so ist nicht. Aber jetzt gerade, sein Wortplatz auch. Ah, Bruder, da geht's wieder komplett nach unten. Nee, du bist ja draußen. Du bist hier nicht in der Schule. Als ob ich da einen blasen soll, Alter. Der ist der Lehrer für eine Uhr, Alter, mit dem eine Loot für das beste Loot gegeben. Sag mal jetzt. Doch, du bist so easy clap. Ich kann doch nicht machen, Alter. Du bist easy clap. Mehr sag ich doch nicht. Das ist so eine... Ich komm mal auf die Idee, nimm mal meinen Cousin. Mein Cousin Ahmed. Hundesohn. Hundesohn. Er ist so los. Du! Leute, schreibst mal in den Chat. Wer ist Lost da, er oder ich? Ich meine, ich bin nicht gut, ne, aber... Hallo, hallo, hallo. Ja, scheiße, ich weiß auch. Leon, soll ich mal runter zu ihm gehen? Er tut mir irgendwie schon ein bisschen leid. Ja, aber komm. Komm. Ich hab keinen Druck mehr, Alter. Ich bin da. Wo? Ja, immer noch über dir. Hi. Du kannst mal schon. Weil du meinst, du sollst FA nehmen? Gaming Michael, dafür, dass du mich deabonniert hast, deabonniere ich dich jetzt auch. Ja, okay, ich sag dir, nicht ehrenlos machen oder so, mach's aber selber. Es ist halt wirklich so. Er soll FA Ich hab annehmen. nicht genug benutzt. Hast du jetzt FA angenommen? Ja, aber ich... Ja, das hat er schon benutzt. Komm, aber ich stimme das sogar länger, Alter. Warte, ich sende auch noch irgendwas bei FA. Sind Sie zufrieden? Ja, famous Shadow. Ahmed! Hallo? Nein, Digga, er tut nur so. Hallo? Na, ich meine Kopfhörer, oder? Das ist doch noch gar nicht hier drin, oder was? Nein, Digga. Doch klar. Also auch da. Hä, Bruder, er ist nur in der Gruppe, Alter. Er ist noch nicht bereit. Weil mich schon erst der Welt beigetreten. Das Ding ist halt, wenn ich wieder tode, dann ist der echt lost, ne, Weil du lost bist, ne? Endlich gibt's es zu, Alter. Endlich. Ich bin lost, weil ich gerade auf Twitch gewechselt bin. Genau, Junge, jetzt kommen wieder diese Tricks ausreden, Alter. Ja, wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Was ist denn Nummer? Ich geb den Bomb genau durch dir. Der ist ja nicht schlimm. Easy. Aber red doch nochmal. Bruder, Junge. Ich join mal. Noel, halt mal die Fresse. Ich will jetzt nicht. Ich höre das jetzt nicht. So, ich darf sogar direkt mitnehmen. Natürlich darfst du direkt Du mitmachen. musst das leiser reden, Alter. Nein, alles gut. Passt. Bruder, du bist einfach nur lost, Mann. Guck mal, was du da hinten machst. Was machst du da? Ja, die können sich auf jeden Fall nicht blasen, so wie du, Alter. Sei mal leise. Ey, doch, ich könnte raus, wo du wohnst, ne? Wo ich wohne? Ja. Bruder, ganz schön eine große Fresse für dein Alter. Ja, ich weiß, ey. Ich kenne nix. Ey, ich kann nichts mehr machen, Alter. Du bist halt lost. Ich krieg mein Leben.
Deswegen bist du zu drei oder so als Hilfe zu mir. Du bist einfach nur Lust. Guck mal. Huch. Ja, Ja, ich schieße doch runter, du Spasti. Ei. Na? Alles fit? Ja, bei dir. Oder holt er mich ab? Ich kann ihm gar keinen Schaden machen. Achso, dann seid ihr in einem Team. Ah, ja, hallo. Da runter. Das heißt, du musst jetzt auch noch gegen mich spielen. Ey, nee, Digga. Digga, am Ende bist du auch noch so ein richtiger Pro-Gamer. Das boxt halt nicht. Das geht gar nicht. Nein, Mann, Digga, der ist gut, der ist gut. Letztens immer so bei mir, ja, bitte komm online, ey. Ah ja, Digga, das habe ich auch auf jeden Fall gesagt, Bruder. Ja, also sicher? Ja, bin ich. Aber warte, fick dich ganz kurz. Ja, okay, Digga, dann mache ich gleich mal ein Video, Digga, wo ich jeden unseren Chatverlauf zeige, außer deine Nummer. Und dann werden wir sehen, dass du mir fast jeden Tag mich anrufst oder so und immer fragst, kommst du online? Ja, komm, Digga, jetzt kannst du mal gepflegt deine Tappe halten. Oh, das ist ja. Ja. Ah, das ist nicht verkehrt. Ja, was bist du? Sei froh, dass ihr in einem Team seid. Was soll ich mich noch machen? Der soll mir das nicht auf mein Team. Du musst mit mein Team. Warte. Geht nicht, wir sind irgendwie. Junge, ich fick mein Leben als das Ich hab Bock, ich höre gleich Musik, Alter. Ich stehe auf, Alter. Gott sei Dank. Fresse. Oder bist du da oben? Nicht du. Komm mal runter. Sag, komm mal runter. Warte. Bruder! Warte, ich kann. Also, ich bin jetzt nicht was. Oder ich nehme nur noch schon die Ehre. Warte, wie bin ich jetzt nochmal? Ach ja, 5-2. Ich bin doch gerade eben erst auf Switch gewechselt, kann man es mal so nehmen? Ah, Bruder, wie ist es nochmal gestern? Ah ja, Bruder, ich muss jetzt auf Nintendo zocken. Gestern. Gestern. Ich hab gesagt, ich hab keinen Bock mehr zu spielen. Bruder, gestern habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr zu zocken und dann hast du gesagt, du zockst dann noch selbst. Ah ja, Bruder. Warte. Gestern? Nein, Bruder. Ah! Warum kann ich deinen eigenen Saft nicht spielen? Achso, ja, weil wir in der Runde sind. Du müsstest eigentlich normalerweise Team wechseln. Keine Ahnung, das ist irgendwie so ein Bug von Fortnite. Nee, Bruder, bitte mach nicht diesen. Achso, du kannst ja gar nicht bearbeiten. Okay, warte. Ich gucke jetzt nach. Ich habe meine Ideen noch. Ich glaube, ich spiele nicht mehr. Ich ja nicht. Twitch macht gar keinen Spaß. Nicht mehr. Und ich finde es schon ein bisschen peinlich, dass man die ganze Nacht zockt, dann noch erstmal Ärger bekommt von seinen Eltern. Bruder. Ich. Ja. Wann hab ich Ärger bekommen? Ach so. Moment. Ich sag es dir. Warte. Warte, ich schick mal die Audio. Oder? Nein, das hast du mir geschrieben. Heute Update. Ja, heute ist raus. Okay, thanks. Bin halt noch in der Schule. Gerne, bra. Hast Bock nachher zu streamen? Ich darf leider nicht mehr spielen. Ich habe Augenringe, meine Augen sind rot. Sehe aus, als hätte ich gekifft. Wie lange hast du gezockt? Die ganze Nacht, die ganze Zeit. Hab die ganze Nacht YouTube geguckt und also
so Streams. In Fortnite, ich Fortnite. Basti, du hast doch heute Schule oder nicht? Doch, Lappen. Siehst du, Tapa, jetzt darfst du nicht mehr zocken auf der PS4. Ja. Bruder, das ist peinlich, Bruder. Aber ich hab keinen Eimer bekommen. Ach so. Soll ich es nochmal vorlesen oder reicht das? Ich hab keinen Eimer bekommen, darf ich nicht mehr spielen, du Esel. Ach so, und das ist keine Ehre bekommen? Nein, bin ich nicht. Nein? Nein. Finde ich aber so. Ich meine, wenn ich weiß, dass ich nicht mehr zocken darf, dann weiß ich, dass ich Ehre bekommen habe. Hä, aber ich wurde ja nicht angeschrien oder so. Ja, aber bei mir Ach so, bei dir ist Ehre bekommen gleich direkt anmeckern oder was? Ah ja. ja, dann könnt ihr manchmal machen. Ja, können wir gleich machen. Und wo können wir jetzt auch machen? Spiel beenden. Aber abonniert jetzt du. Ja, Moment. Ich gucke erstmal nach, ob du wirklich gemacht hast. Nee, hast du nicht. Warte. Wechselt mal bitte Team. Könnt ihr das? Nein, ne? Ah, ja, mach. Oder jetzt liegt mein Internet. Ah ne, wir haben es 3 Uhr zu. Deswegen. Keine Ahnung. Was denn miteinander passiert jetzt? Keine Ahnung, ich schon nicht. Das ist keine Tür, glaube ich, gleich auf. Nein, das macht einfach nicht. Versuch es natürlich wirklich. Man kann es als Laggen bezeichnen oder man kann es einfach bezeichnen, weil du einfach nur schlecht bist. Wurde gekickt. Okay. Warte, nimm mal einfach meine FA an, dann lade ich dich nochmal ein. Achso, hast du ja. Komm rein dann. Ach Bruder, das war's. Ah, jetzt hast du die Gruppe verlassen und jetzt bist du wieder drin. Hat es dir aufgefallen, ist das schon die ganze Zeit so? Jetzt die ganze Zeit rein, raus, rein, raus. Ja, ich hab auch den VD nicht mehr, ja. Ja, wenn du es meinst.
So, jetzt. Alles klar. Tu das hier, oder? Wer bist das? Wer bist du? Dann ich. Ich weiß die Antwort. Ich kann meinen eigenen Stress mit. Warte. Leckst du auch, oder? Ja, ein bisschen. Leckt da. Ja, aber ich schieße aber mit einer Stimme. Oder mein Aim. Ja, egal, GG. Ja, der andere will ja auch noch machen. Dazu. Ich hab halt wieder. Neuschott. Warum bist du? Ja, Digga, wahrscheinlich. Ja, moin. Kannst du wieder neu starten? Kann ich nicht. Warum muss ich starten? Weil ich nicht editieren kann. Ja, muss er Dann machen. muss es. Hä? Warum nicht? Ah ja, okay, ich kann das. Sorry für den letzten Kill. Der musste einfach sein. Seid ihr beide in einem Team? Nein. Der. Mach mal. Soll ich die Pickel geben? Und ich gucke, ob wir im gleichen Team sind. Nein, seid ihr nicht. Ich hab doch für nachgeguckt. Okay, gib mir auf die Pickaxe. Noel ist Team 6, ich bin Team 2 und der andere ist Team 1. Okay. Einspruch. Ja. Soll ich runterzählen? 100. Warte. Das ist ja okay. Jetzt soll ich runterzählen? Nein. Ja, mach einfach. Ah, ich bin so los gerade. Kein Kommentar mehr dazu. Oh, ich bin nicht drauf. Der ist nicht runter! Hab ich den Nummer geschlossen. Ja, reicht schon für dir. Ach man, Leon. Ich bin so los. Ja, okay, ich bin los. Ich bin dazu. Endlich, Alter. Dann ist das auch los dazu. Bruder, du bist die ganze easy geklappt von mir, Alter, und sagst, du bist nicht lost als ich. Schon ein bisschen peinlich von einem absolut losten auseinandergenommen zu werden. Du musst jetzt nicht glitschen oder so. Hey, ich bin Treppe nicht. GZ. GZ. Was willst du denn jetzt von mir?
Aua, ey. Oh, warte, ich glaube, sie ist hier. Ja, chill mal. Ja, komm, Digga. Was geht jetzt, oder? Ja. Noch? Bist du dumm? Mann, bin ich nicht. Du oder was? Noch? Ja, bist bereit? Ja! Okay, Digga. Bruder, das war's dann mal wieder komplett. Hallo? Und die Kellerbaron. Kann ich mitmachen? Natürlich kannst du mitmachen. Sag mir einfach deinen Namen in-game und dann, also deinen in-game-Namen. Dann adde ich dich. Ich hasse mir so aus, ja. So ist der Name. Dao, de. Das war auch die Junge. Okay, im Ernst. Bei ihnen gibt's keine Ernst. Bei ihm gibt es Ernst beim Lutschen, ich weiß. Ich weiß noch was mit dir. Wahrscheinlich ist der auch mal gerade mit dem Ding geschossen hat, der ist nicht verkackt. Was suchst du jetzt? Warum suchst du so viel? Sag mal. Was Was halt halt immer hin? Why are you shooting on me? Ich will reinschießen. Fireball at me. Ich bin so ab, ne? Oder brauchst du ein Taschentuch? Ich sag dir ehrlich, das war nie so. Das war nie so verfuckt wie heute. Ja, du fuckst doch heute voll ab, Alter. Nein, du musst doch. Ja, und jetzt bist du nochmal? Wie meinst du mich? Ja, jetzt bist du. Richtig verkackt, Alter. Das ist gar nicht egal.
Oh. Komm, allein hier. Ich glaube nicht. Jetzt ist nicht doch gesehen. Dann wieder. Wie kann man hier aus? Das ist was. I don't know. I don't know. Lol. Schade. Mann! Bruder, weißt du, was ich die ganze Zeit überhaupt mache, Alter? Nein. Ja, siehst du, also halt die Fresse, Alter. Guck mal, wie er lenkt in der Luft. Sagst du schlägen? Du hast aber mega geleckt in der Luft. Ja, das weiß ich. Wahrscheinlich bin ich auch in der Switch hier. Ach so, deswegen leckst du, ne, weil du auf Nintendo zockst. Ja! Okay, dann, ich bin sowieso schlecht. Ich spiele auf Handy, alles gut. Ich hab Safe Call 10 FPS oder so. Wolltest du doch mal ausprobieren? Ja, komm. Wo bist du? Ich bin immer noch hier. Doch. Ja, ich warte auf dich. Ich doch nicht. Erster Schuss trifft, zweiter Schuss trifft und Game Over. Oder niemand besiegt mich in Diegebette. Sicher? Vor allem nicht so ein Loster wie du. Ich krieg meine Schiffen nicht überleben. Also hättest du 300 HP, hättest du auch nicht überlebt. Was? Ich sagte, hätte er 300 HP, hätte er auch nicht überlebt. Ich bin dein Leben nur. Ich brauche gar nicht. Nein, ich meine der hier. Er baut nicht mal mehr um sein Leben, glaube ich. Darf ich gegen dich die Gebette machen? Ja, klar, kannst du machen. Das hab ich gar nicht. Treffer. Auch kein Treffer. Treffer. Oder wolltest du nochmal? Noch ein Treffer. Ich habe nur aufgemacht, aber getötet habe ich dich mit Diegel, oder? Ja, um aufzumachen. Alter. Klar. Hör doch auf, Mann, Digga. Du hast doch eh. Hä? Oh mein Gott. Guck mal, wie schnell. Sehe ich nicht. Ja. Ich krieg schon wieder meine ganze Wände. Hä? Wir beide jetzt oder was? Ich habe nur 50 HP, Digga. Ich bin der One-Shot. Was machst du da? Sorry. Kein Problem. Oh, Digga. Sorry. Und dann auch noch mit No-Scope. Nee, Bruder. Ohne Bauen. Ja. Ja, vor allem jetzt geht einfach 2 auf mich. Hallo. Verlässt. Ich kann dich nicht adden, ja. Ich add dich. Sag mir einfach den Namen. Bruder, ich habe immer nur 50 HP.
Vor allem bloß ein Vorteil, Alter, du baust einfach und ich habe 50 HP. Geht doch. Ich kann einfach nicht bauen, Alter, ich bin richtig lost. Ja, Epic. Alles klar. Ja moin, Digga, was ist das für ein Name? Ich bin aber richtig lost im Bauen, finde ich. Es gibt schlimmer. Wenn sie jetzt keine Namen nennen. Aber Du warst ein Typ, der hat alle, glaub ich, was. du bist halt ein bisschen weiter oben als ich. Erstmal nachladen, Bruder. Habe ich dich eigentlich irgendwie einmal gehittet schon? Ja, jetzt. Ja, was ist gut. Ah, Bruder! Lost. Easy. Weißt du, mit dir macht es ja noch so Spaß zu zocken, ne? Aber der, keine Ahnung, Digga. Er versteht einfach nur Spaß. Wenn ich gesagt habe, hab ich nicht sehr viel von ihm. Aber nimm noch tiefer, sagt er. Was soll ich noch tiefer nehmen? Das ist eine Ehre. Habe ich doch schon tief genug. Noch tiefer geht's, glaube ich, gar nicht. Ich weiß aber nicht, wo du bist. Ich weiß. Ah, da. Alter, Junge, du baust mir viel zu schnell. Oh, lol. Ja, Junge, reicht aber jetzt auch, bitte. Ich finde dich aber nicht mehr. Safe hier unten. Oder auch nicht. Hä? Bist du tot? Irgendwas bleibt gerade im Chat noch. Du bist gestorben, oder? Da bist du. Oh Gott. Hä, wer ist das denn? Nein, Digga. Bleib doch mal unten. Okay. Alle müssen nachladen. Ja, warte. Ich muss auch ihn kurz sagen. I will the great one. Und einfach. Oh, endlich. Komm, bearbeite. Noch, du hast nicht mehr viel AP, oder? Ne. Oh. Ja, moin. Erstmal so gar nichts mehr kapiert. So, warte, jetzt lass mich ihn kurz adden. Ich adde ihn kurz. So, alles klein. D, A, D. Ne, warte. D, A. U, D, D. A. U, D, D. A, U, D. So.
Fahr müsste angekommen sein. Nervt doch nicht. Dann treffe ich dich also im Boss direkt. Wow! Ich möchte gerne eine Heavy, genau. Eine Diege bestellen. Wo bist denn du? Hallo? Ich möchte eine Diegel haben. In mein Gesicht. Am besten. Hallo? Bist du hier? Bist du da? Bist du da? Hallo, ich möchte... In mein Gesicht, nicht gegen meinen Kopf. Bist du PC-Player oder? Ja. Ach, kann man. Wie bitte? Dieses Double Keeper hat zwei. Du leckst ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Also man hat zwei Knöpfe im Edit. Achso. Okay. Digga, merkst du das auch, dass die ganze Zeit jemand Gruppe beitritt und jedes Mal auch wieder verlässt, Alter? Ein bisschen nervig. Alter! Hallo! Bin ich jetzt hier bei Burger King oder McDonald's? Alles klar, lass mal verlassen, ein bisschen Arena oder sowas zocken oder Team. I don't know, wie viele Leute jetzt reinkommen. Hallo? Bist du noch da? Ja. Achso. Weißt du, ich schreibe ihn so, Bruder, das einzigste, was ich tief heute genommen habe, beziehungsweise werde, ist deine Ehre. Kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören. Oh, hast du mich erschrocken, Alter? Warte. Wartet mal den kurz beide. Jetzt kann ich auch wenigstens den Ton wieder normal machen, nicht so wie gerade. Stützi, hi. Zeig mal bitte. Natürlich. Da, bitte sehr. Gekonnt, Alter, ich liebe gekonnt. Aber habe ich auf diesen Account nicht mehr. Okay, ich habe mir jetzt überlegt, dass wir ein bisschen Team zocken, weil ich habe gerade überhaupt keinen Bock mehr drauf auf Kreativmodus. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Für euch beiden ist es in Ordnung.
Ja. Also für dich ist in Ordnung. Famous. Könnt ihr mich überhaupt gut hören oder? Ja. Okay. Bruh. Battlehund ist zurück. Ja, den hab ich auf meinem anderen Account. Also auf meinen alten besser gesagt. Wo ich ja nicht zugreifen kann wegen meiner Telefonnummer. Ja. Shit. Ich bin schon tot. Wieso? Am Anfang. Ja, bei mir ist ein Gegner oben. Ich kann nicht wirklich helfen, ne, weil ich habe einfach den ekelhaftesten Loot der Welt. Sogar bei mir schon. Bist du tot oder was? Da hat Gruppe verlassen. Also, hat Runde verlassen. Wow, Digga. Ich hab so viel Pech gerade, ne? Ja, Bruder, ich kann nichts machen, Mann, Digga. Da kommen immer mehr und immer mehr. Guck mal mein Loot an. Guck dir das an, Digga. In dem Busch extra. Dumm. Hast du nicht recht, Alter? Ja, mehr geschluckt. Wegkommen. Ah, Digga, als ob der jetzt oben drauf war, Digga. Ja, was ist das jetzt? Da kommt nur noch alles rein, Alter.
komm mal mit bei dir rein. Geh mal runter. Hey, Digga! Was? Ja, das ist absolut. Wie er mich einfach findet. Digga, was ist denn sein scheiß Problem, Alter? Sein Aim ist auch nicht gut. Oder er verarscht dich nur, Mann. Der läuft die ganze Zeit nur im Kreis. Endlich! Endlich hat er es mal kapiert. Ja, und dann kommt der wieder, Alter. Redpacks, hi. Herzlich willkommen. Ja, Digga, jetzt bin ich zu tief, ich bin tot. Komm, wer mit Blue House? Bitte. Ja, ich weiß. Hier ist auch schon wieder. Oh, Ehre, Pistole. Oh, Ehre, noch eine Pistole. Hab ich auch. Ja, Digga! Ey, die kommt zu viert, zu dritt auf mich, Alter, Digga, Ehre! Was für Hurensöhne, Digga! Was für Hurensöhne! Guck mal, wie unnötig der dich getroffen hat. Alter.
Irre genannt. Du bist wohl, oh Junge, Alter. Neue Tarnung. Digga, was für eine neue Tarnung? Wir gehen nicht. Gut, warte, erstmal neue Tarnung drauf machen. So, was hast du jetzt gerade gesagt? Was machen wir nicht? Gehen nicht das noch. Ach, endlich. Ich liebe diesen Baum. Da gibt es einen Baum, der hängt einfach in der Luft. Hier liegt noch eine Pump. Und der kommt nicht mit. Was? Hast du noch Raketen? Ja, ein bisschen mit Sicherheit. Oder warte. Ne, habe ich doch nicht. Sorry. Ich dachte gerade, ich hätte welche aufgehoben, aber habe ich doch nicht. Oh, ey, Alter. Hier ist noch bei mir. Willst du? Nee, kann ich gerade nicht. Ja, habe ich ja auch noch. Der ein Mini-Hund. Noch so eine lederne Waffe.
Wart hier hinten bei den Häusern, ja, ne? Geh hier oben lang. Guck, ob welche noch enttiltet sind. Ob ich die snipen kann. Da hinten ist zum Beispiel einer. Wir laufen einfach wieder getrennt, Alter. Ehre. Hat wer von euch noch ein bisschen Sniper-Mut? Ich hab 34. Brauchst du selbst, oder? Okay, jo. Ja, ich hab das. Das war das. Wo willst du hin? Sollte. Da hinten sind Gegner. Also denke ich. Ah, Digga, ich hasse das Ding, Alter. Warte mal.
What? Links. Holst du den bei dir? Fährt so ein bisschen. Och Junge, Alter, fuck doch nicht ab, Alter. Ja, sorry, ich kann nichts machen. Oh ja. Er hat nicht. Er ist runtergefallen. Ja. Er hat noch mehr Hits. Natürlich. Er wollte mich erst finishen, Alter, Tricksack. Warte, ich werde ein bisschen Pause machen, werde ein bisschen Blockparty streamen.
shout out to our in-house DJ Mike Brown, calling all the fun. We've had a great time with Sky Station Showdown. I think I just saw something fall from the ceiling there. I think it was another one of those parachutes with all the goodies that they've been giving out. I want to get one, you know, but they don't land over here, man. Even if you asked, they probably would not hook you up, GD. I apologize. If you want to play a shape, here is the floor of the beautiful Los Angeles, California. Make some noise, please. Thank you very much. So that's it. Competition is pretty simple. On the left side of your screen there are 3 capture points. A, B, and C that are worth 3 points a second. After 8 minutes have passed, that 4th point, control point D, opens and it's 12 points a second. You have to have your VIP in the control point uncontested, and the first team to 1,000 points, or whoever has the highest score at the end of 15 minutes, they come away with a victory royale. And if you're the winner, not only do you get the victory, but you get 5 points, and this is what it goes toward, the overall leaderboard. And we saw it. Keep themselves competitive in the top 3, top 4 at times, so they continue to add on to their overall score total. Will we have a new winner in this game, or could we have our first repeat winner? I think it's time to find out, Lupo. You excited? I'm excited. We've gone through 4 so far. We're looking at game 5, and it's still anybody that could win. Anybody could come out on top, and that $350,000 for charity for first place is big. That's right, folks. In 5 seconds, it's time to head back over to Sky Station for yet another showdown. Let's get right on into it. And let's see if some of our first-time winners, our winners overall, are going to do the same thing, implement the same strategies. Could we see Xavier Woods in a pyramid once again? Or maybe it's going to be Chandler Riggs and his team working around each other, building and supporting it. Well, we're just going to have to find out right here, right now. And no surprise, the chicken champions are going to be at the top in the early game here. Fish Fam as well. Fish Fam did squeak by with that victory in game number 4. I wonder if they could do it again, man. Left side of your screen, Xavier Woods and the rest of the Cuddle crew already assuming the position for the same strategy they ran last time. A couple pyramids, a little build up there, and look, Xavier's hanging out inside here. The Fish Fam might actually have had the same idea, as they're just barely in the lead. Both teams still accruing points. Little Whip Warriors now taking ownership of that last control point. Look at this. Raven's Revenge attempting to challenge, can't quite cut it there. Meanwhile, over on the A control point, the blue one right here, Little Whip Warriors taking ownership yet again. Looks like a little bit of a fight on the B control point. You can see the top middle of your screen, the current ownership and control point status for all 3 of those. You see once it's been taken over, all 3 teams. Warriors to have to deal with that in a little bit, but as we go on over to the other side, to the green point, that was where we saw WWE's Xavier Woods alongside the rest of the Cuddle crew racking up some more points, and it's Little Whip Warriors that will be in first place, but time's a ticking here, Lupo, and this is a close one. No surprise here, the Funky Fighters sitting at currently 0 points. I'm kind of curious what Laserbeam's up to today. We'll have to see here going into game 5. 12.5 minutes remaining. Meanwhile, look at this. Jordan Fisher Company, they're doing the same thing. They're turtling up. And even then, I kind of like that, because it's an opportunity for Jordan Fisher to escape immediately without destroying the builds. That top edit open if he needs to. He can just look up and lunge his way out.
Fuzelk and the squad going to have to defend for just a second here. Their golden ticket winner currently eliminated. The swings are required. Mackenzie gets cut down. The Sunshine Soldiers taking over there. You have Pokimane and Maddie climbing their way. And the issue in that instance, Lupo, was that they were facing the ramp. So players are going to come up that ramp 9 times out of 10. Sometimes you're going to get a Vixar play where they impulse their way all the way up to the top. But that ramp has been safe for a lot of players to trek through. And the way that they were positioned, the way that the Fish Fam's VIP was positioned, as soon as you come up that ramp, you're going to see them. And they're a sitting duck. It's going to be a shooting gallery. And then, as you saw right there, they're going to pay the price. Oh, Kayun barely able to wall off for just a second. Sharshot does get one elimination, then trades back. Cuddle team, golden ticket winner does go down to Patriota, and it looks like Raven's Revenge have taken this control point, but the VIP is not up there. You can't earn points unless they're in the control point uncontested. Exactly. You have to be in there, and if you're not, so it's nice and all well and good that you cleared him out, but where's the follow-up? That is the question that you got to be asking yourself here. And also, just a fun note here on Rafael Dracon. Brazilian writer, screenwriter, best known for The One, which will actually be released on Netflix at the end of the month. So I will certainly be checking that out. I'm looking for a new thing to watch on Netflix. So there you go. And he's here right now. So everyone should just go and support him. On top of that, if you're always looking for content, you can pull up twitch.tv/. No, I'm just kidding. Imagine. Imagine right now, yeah. I wonder how fast production would be in my ear on that one. Player from the Lost Kings with 2 eliminations. Pokey with 2 as well. Their golden ticket winner with 2. But Maddie, what a dominant player right now, sitting on 8 eliminations for the team. 10.5 minutes left, and remember, at 7 minutes remaining is when that 4th control point opens up. Things are going to get a little crazy. Pokimane's looking for it. Pokimane's looking for it. Finds one in front of him. It's going to be a member of the Cuddle Crew, but where's Xavier Woods? She's got to scope it out. And there you find him in the pyramid, and Xavier Woods does get the better of her, but he did manage to, at the very least, lose some of those builds that they desperately need here. This is looking like the play. This, honestly, it doesn't surprise me that it's coming from 2 players from Ghost Gaming, Aiden and Kayun, and probably quite a bit of input from their golden ticket winner as well. Xavier sitting inside the pyramid, inside a box. It feels like there's multiple layers of protection there. So even if the rest of them go down, you have to have a VIP push onto the point to contest that, because Xavier's just hanging out, man. And he's going to be in a very secure 1-by-1. But the issue with this is that everyone surely knows that Xavier Woods is going to be inside of that 1-by-1. So while they may not have the resources, spread out the wood a little bit so that this way you can kind of throw off, you know, make your opponents really have to sniff that out. You want to do your absolute best to trick your opponents, not give them an easy pick. Xavier Woods is going to be out in the open right now. Once again, it's going to be the Sunshine Soldiers that continue to push on in. Pokimane gets knocked down. A little whip player up above brings him on down right to her level. And then, Pokimane couldn't deal with the pressure from the players that had popped up from right over her shoulder. Sunshine Sunshine Soldiers. Okay, you got it. You got me, Baller. I messed up with that one too. And this one, certainly a bit of a tongue twister. But Xavier Woods, oh no, what's in the box? And Xavier Woods gets away. Big pickup there. The player from the Lost Kings here. We're actually going to take a second here and throw it down to the floor with Pookie, who does have his counterpart on the mic right now. Thank you so much, Lupo. I am here with Nick from Lost Kings. Hello, welcome. How are you feeling? I'm feeling good. Feeling good. It's exciting out here. It's definitely exciting for sure. You guys are looking really good. You and your teammate Rob from Lost Kings. Now, had a second to talk to you. Who would you say to the 2 of you is better at the game? I would like to think I'm better, but he plays more than I do, so he would definitely be better, but my confidence doesn't waver, I'll tell you that. I love the confidence. Now, when I came over, you were kind of talking to him a little bit. Were you kind of in his ear, kind of, you know, letting him know what play to make next? Yeah, we've been talking back and forth, because after the first game, I felt like watching him the first game, I was like, oh, okay. But then it's like everybody got their strategies, and the second game was completely different, and every game has been different. And I feel like on our side, where we're trying to hold it down, there's a bunch of teams, it feels like. So it's been back and forth the whole time. So we've been strategizing in between, but every game's been different. It's crazy. Yeah, adaptation is certainly key in a tournament like this, but you know what? I'm gonna let you get back to your teammates. I wish you the best of luck. Thank you so much. GB and Lupo, back to you guys. Thank you very much.
Interesting insight there, a little back and forth trading strategy. You love to see it. Here's to hoping the rest of this game for the Sunshine Soldiers, led by the Lost Kings, plays out a little better. Right now, they're sitting at 7th at 75 points. They keep challenging this red control point. Got to give them credit. They certainly, the confidence, the strategy he mentioned has not wavered, but the big point, the neutral, the golden control point down low has opened up, and you're already starting to see these players scramble to get control of it. And it's going to be the Llama Record Company that gets on in there. They have to get Jordan Fisher in that pyramid, though. If they're able to do that, they can get some good points and a good lead. I actually could hear the crowd for just a second, realizing that Jordan Fisher is sitting in the control point. Ladies and gentlemen, make some noise. You gotta push him on. 426 points in climbing. I want to point out, too, if we were watching for just a second, there were multiple teams fighting out, and then suddenly, seemingly out of nowhere, Jordan Fisher flies in like a majestic eagle and lands right on that D control point, now uncontested. Now, I was going to say that I would have liked to see Jordan Fisher get in the pyramid, but if he was in the pyramid, he wouldn't be in the zone to get the points for the Llama Record Company. And now they're going to have the lead. They've gone up to 630 points and counting. Llama Record Company could be a repeat winner if it keeps going like this, but I spoke too soon as they're shut down by Point D. Caster curse is real. Blame that one on Golden Boy. 630 points, almost a 100-point lead over the Fish Fam. Vicstar, their golden ticket winner. Muzelk and McKenzie holding it out up top. This top control point, while it is excellent that they're holding it, it's only worth 3 points per second. That bottom middle one, don't forget, is worth 12. It's 4 times as fast. They're back in it again. They're back in the point once again, Lupo. Jordan Fisher and the Llama Record Company, they have had a plan, and they've managed to execute it not once, but 2 times. And it's going to be up to Xavier Woods from the Cuddle Crew to try and stop this. They had a great start in Game 5, but it slowly started to slow down, I should say, for the Cuddle Crew. And there you see all the players, all the active players. But here, Xavier Woods tries his best, but no builds, no protection, kind of picked off. It's like shooting fish in a barrel. You mentioned Jordan. Wait, was that a pun? This is a Fish fan, too. Come on. Well, no, I mean, I know. He was a bear. He was a bear. I just want to make note, down in the bottom middle, Jordan got back into the control point, and then I'm not sure how many different players were taking shots simultaneously, but it seemed like 4, 5, 6, maybe multiple teams firing down simultaneously, because they don't want... Look at this. Vicstar's throwing impulse nades while McKenzie's sitting on the control point from all the way up top, because they're trying to mess with anybody that might take the lead back from them down there. You gotta look out. Llama Record Company, though, sitting at 834. Lead right now as the Fish Fam is still catching up, 770 plus and counting. Not far behind Chandler Riggs and the Chicken Champions trying to take home the championship. Gotta see. I wonder what Courage, Losing Fruit, his team trying to accomplish here. It's going to be Jordan Fisher once again sitting over by the point, but it's contested, so they weren't gaining anything for that time being. You see at the top of the screen, folks, when the icon, the letter is colored in with the color of the respective team, they are earning points on that control area. When it's not and it's white or cleared out, it's neutral, they're gaining nothing out of it. So here, impulse nades. Courage JD pushing his way back into the middle. Shots at the Funky Fighters on the outside. I don't think a tactical shotgun's going to be very effective at that range, and only a few builds in hand. Jordan Fisher attempting to stay on this bottom middle platform is contested by the Funky Fighters for just a second. As Jack Dillon. Oh yeah. That is crazy. How are you even supposed to stay alive in that instance? There's so many players focused down low, but the Llama Record Company have now crossed the 900-point threshold, but Fish Fam have done so. Right as I said that, they're right behind them, and they might be able to take the lead here. No one's stopping them. Oh, just barely. Just a second. Llama Record Company and Jordan Fisher holding out that D control point. They're less than 50 points away, but the Fish Fam going uncontested on C. Stopping them. This might mean a first place for the Fish Fam, and they take the lead. They have the lead, but is anyone going to try and challenge it? It is Xavier Woods who jumps in, and this could be the saving grace for the Llama Record Company as Xavier Woods tries to cut through this, but they're continuing to earn points. No one
one is going to be inside of the zone, the challenge, but he ends up falling at the last second, and that is absolutely massive there. Fish fam not gaining any more. They're so close to winning this game. Could it happen? Could the Llama Record Company be our first back-to-back champion, or will it be the Fish fam actually being back-to-back in this instance? Jordan Fisher finds one right behind him. The pressure's on here. He's got to get on that point, Lupo. Here it is. He's taking it. He has it. You see the top, middle, the D. He does it! He got it! Oh, Last second! The victory royale! I cannot believe it! Last second plays there for the Llama Record Company. The music lives on. And they win not once, but twice. Game 5 goes to Jordan Fisher, loser for Courage, JD, and their golden ticket winner. Look at that. Look at the hugs. Look at the family feelings there. That's Fortnite, man. Yeah, that was intense. Intense. Start to finish. The Cuddle crew had a great start. Fish fam as well, playing to their strengths and their strategies. Chicken champions numerous times challenging those players in those established positions, but it was the play at point D, the golden control point, that allowed him to be able to just fly to the top of the scoreboard and come out with a victory. Look at Jordan with the pop-off celebration. Jack as well. Oh man, you love to see it. Absolutely incredible, Golden Boy. And with that, they had 13 points before. Now they will get 5 extra because of it, so that makes it a grand total of 18 points. Firmly in the lead for Llama Record Company. 1 game remaining. Whew. This has been great. This has been great. Not out of it yet though, because when we get an update on the leaderboard, we'll see. If they have a struggle of a game, it could be bad for them, of course, and we'll get a overall scoreboard update in a little bit. That game was great though. You have to keep in mind too, all 8 teams are playing for a total prize pool for charity of $1 million. First place does come away that $350,000, and on top of that, 2 tickets, flight, hotel covered all the way to the Fortnite World Cup in New York City. Yeah, so now I was told that we have an interview down at the floor. We have the Funky Fighters actually with Kitty Play standing by. They're in last place, and I'm curious about their strategy. Kitty, what do you have for me? Hey, Golden Boy, I got these boys, the Funky Fighters. They are doing their best to stay in this competition, and now with 1 more game remaining, not possible for you guys to clutch it out anymore. You are in dead last. We kind of figured that out after the first game. We only got 12 points, so we realized it's an uphill battle, so we tried to sky base. We're just trying everything at this point. Yeah, can you talk to me about the sky base? I thought that was...
Sowas macht wieder null Sinn, Alter. Null Sinn. Ohne Mist. Hä? Junge, was? Ach, Alter, was ist das für ein Hurensohn-Game mittlerweile geworden? Warum tue ich mir den Scheiß überhaupt noch an? He's focused. Yeah, and I have to respect that. Loser Fruit catches one in the sky there. That's going to be the first elimination. And Loser Fruit, first Australian Twitch streamer to hit 1 million followers, by the way. All these content creators, Fortnite personalities, certainly check them out. Putting out some great content pretty much daily. She posted after she hit 1 million followers that I think she had streamed for something like 3,901 hours or something like that over the last few years, which is insane. That's a lot of time. Indeed it is. A lot of time, but time well spent putting into crafting her abilities in Fortnite and, of course, getting to the stage here, playing at the Creative Showdown. Look at this. One-shot girl sending those impulses forward. It's not knocking anyone away, though, but the structures are falling apart, and that's because there's a lot of activity happening around Point C. The Fish fam looking to defend. There's going to be pressure coming from all angles here. This sky base, this platform is elevated, and everyone can see all of the control points for some easy confrontations. And there goes Courage, jumps in, but Jordan Fisher, and I love that strategy there. Courage went in first, and then Jordan Fisher popped up from behind. So Courage led the way on that charge, and then waited for their VIP to be in position, and then just wiped them away. Cohesive team push can mean the difference between taking a control point, losing it quickly. Xavier here crouching down underneath the ramps. They've bunkered down yet again. Yeah, the Cuddle crew pushing their way to the top. It's working out. You can't really be mad about it. It's paid off multiple games in a row now, and here, Game 6, the final game, the Creative Showdown. They are full send into this strategy. And I wonder as well if players are thinking about where their spawn is and how quickly they can get to whatever the elevated platform is where the control point lies. When you lose your team member, especially the VIP, they can fly right back into it. Positioning is going to be very important. I don't want to see players, though, really rely on just that, because then you're going to have instances where Cuddle Crew, for example, are just going to sit in a pyramid, have Xavier Woods hang out, and go uncontested for a long time. You have to try and push and punish those players and not allow them to get any of those points when we get to this later end of the game. Last second there, looks like the Llama Record Company did take ownership of this control point, but Jordan Fisher got cut down in the middle of all that. So those three players, the rest of the team is going to have to wait for his return. Like you said, they're spawning close enough to the control point, they'll be able to get back in very quickly and pick up a bunch of points. But my worry in that instance, Lupo, is that because the point's not being captured, any other team can look at that and say, wait a minute, no one's there. So let me go and push into this, and then could potentially wipe out I believe that was the Llama Record Company, and then Jordan Fisher has no one to go to in that instance. So a lot of little bits and strategy that you have to maybe not play in 6 games to find out. Right there, this game mode is deceptively deep in my opinion. If you're really putting the work in there, there's a lot of creative things you can do, and I did what you did last time, but you know I stand by my statement. Creative moves in a creative game mode. 5 minutes have passed thus far. Quick note, Kayun and Aiden already have 25 eliminations. They are doing everything they can to establish a base for Xavier to just accrue any points that they can. And it looks like it's working out still. 564 and climbing. The first place team, the Cuddle crew, just behind them in second. Chicken Champions and Chandler Riggs. The Fish Fan, Mackenzie Morgan third.
and Jordan Fisher, Courage JD, Loser Fruit, and their golden ticket winner in fourth. Yeah, this is the spawn that will favor the Llama Record Company. This point is right behind them. Right, as you can see it, that's their spawn, point C. So they're able to push in, and Fish Fam should not set up shop there. It is not working out for them. Every time they push in, they end up losing it instantly. Jordan Fisher not going to be there as well. Actually, that's a correction on that one. I believe that will actually be point A. But even then, though, right, you just cannot, you cannot push in on a fort the way that we're seeing the Koto crew. Look at what they have over there. How is anyone supposed to challenge that? Be a tough situation. Going to make the best of it that they can. 1.5 minutes remaining until that D control point does open up. 12 points per second earned down there in the bottom middle. Player from the Phantoms trying to climb their way all the way to the top. A couple tactical shotgun shots in the back and swings for the rafters to see if they can pick up anything possible. You have to remember too, every single elimination does earn the player 50 HP or shield. Top of that 25 wood, so roughly 2.5 builds, and that's going to add up over time as more and more elims are approved by the team. Would like to see Little Whip Warriors put a pyramid down to protect Phantoms. He doesn't have HP to deal with a fight. Yeah, you can siphon, as you mentioned, Lupo, but with 34 HP or 35, however much he had there, that is one shot with your attack, one shot with your AR, and then that's it's curtains at that point in time. Chicken Champions, though, in first place, and they're going to have 730 points and counting. One shot girl and Nick A30 are doing a really good job of slaying around the objective, but Chandler Riggs goes down. It's going to be a full wipe up above. Sunshine Soldiers taking control at that point. Pokimane, Matty Sun, Lost Kings, and their golden ticket. Meanwhile, 20 seconds remaining, and the final capture point of the final game in this creative showdown is exposed. A 1v1, Lost Kings versus Chandler Riggs. Just barely makes it out for a second. We'll see here. He's trying to lunge his way away, and he actually might have made it. He did, and One Shot Girl protects him all the way up top. That control point is now exposed and a chance to take points, but here we go. Loser Fruit, Jordan Fisher on it already. And the Llama Record Company does a brilliant job of playing around this point. This is where they shine, Lupo. They were literally waiting for the final moments there as the clock ticked down to jump in and take that point. Jordan gets cut down on the outside. He'll have to make his way back, but it doesn't mean that the control point is lost. Just a second here, a few points going to go out, and it's actually the Funky Fighters for just a moment had ownership of it. They make their way up to 6th now. Loser Fruit, the Llama Record Company, moving into the middle, only 14 HP. Going to be a tough situation there. Loser Fruit sitting on 17 eliminations. The Chicken Champions have maintained this position on top of this sky base. Few builds, though, are starting to go out, and that's only going to work in the favor of the Chicken Champions. You have Nick A30 with 15 eliminations, One Shot Girl with 7, and their golden ticket winner will also have 7 eliminations there. So 17-7, Ham Bam doing a great job supporting his teammates. Chandler Riggs, he got a little shot calling there, as you see, but they're going to hit 900 points in just a second. Just a moment, the Llama Record Company had ownership of that bottom middle control point uncontested. They made their way up to 4th, just ahead of the Lil Whip Warriors. Waiting it out here, 70 points remaining. This could be the end. 5 minutes and 36 seconds as the Chicken Champions are still not being challenged directly on the point. This control point is totally owned by the Chicken Champions. A number of surfaces protecting Chandler Riggs. Full HP, full shield. Down to the last minute, and finally, Xavier Woods pushes up top and causes a ruckus. But it's Chandler Riggs, he's still in it. He's still in it. He's standing strong, and he wins out on the battle. 990, and he's continuing to gain. He's got to get to that wall, and that's going to do it. The Chicken Champions are your winners of Game 6. And look how happy they are there. Got to give them all the credit in the world. They played that one brilliantly. What a way to close it out. I mean, based on what Laserbeam said, if this is toxicity and sweatiness from Nick A30, then I don't even know what I'm doing with my life. The man, he's a treasure. Yeah, no, Canada, you're a lucky one. Well done. Well done. Well done. The final moments, Xavier Woods looked to end the run that the Chicken Champions were on. Kayun also tried, but failed ultimately. And then Chandler Riggs getting the final elimination on Kayun.
And look at the awareness from him going to the wall and just using that brief moment to give them the victory. The last second there, you love to see it. The celebration from the Chicken Champions. Everybody going nuts. If you're here at the Forum in LA, please make some noise for your Game 6 winners. That was awesome to watch. Sky Station Showdown certainly has been a treat for a lot of us here. Winners, every game has come with some crazy moments at the end, and that's really a fun way to kick off the summer block party. I keep using that word fun because this really is what it's all about. It's fun. It's meant to just be entertainment. It's meant to just have a good time, watch your favorite game, talk about it online, joining us, having a conversation. It really has just been a blast, man. True. I've had a fantastic time the entire time, but we do have something very serious. All right, do we want to know who won? We want to know who won? I think so. I think everyone wants to know. It's time to reveal who is the winner of the Fortnite Creative Showdown. And it's going to be the Llama Record Company, Courage JD, Loser Fruit, and Jordan Fisher. $350,000 for charity. Wow, 1 point. What's the difference between the Fish Fam and the Llama Record Company? But we have Kitty standing by with our winners. You guys, I am here and the energy is high. Oh my gosh, congratulations. I am so incredibly proud of you guys. This was such a beautiful story. You may have not won the last game, but you just pulled it out game after game. And I really, Lester, I want to focus on you a little bit. You were our golden ticket winner. It's Father's Day tomorrow. You are a father, and you are going to be coming to the World Cup at the end of July and bringing someone with you. Like, describe this moment right now for me. Oh my God, I've never experienced something like this, and I definitely want to thank you guys for making this possible, and it's amazing. You guys are making me cry. The best gift you guys could ever give anybody. You guys are amazing. I love you guys. I love Fortnite. Thank you guys, Epic Games, for creating this game. It's so amazing. You guys are awesome. Everybody here, oh my God. I can't believe this. I'm excited. I don't know what else to say. And I want to give a big shout out to all my family, my brother, Alvaro, my mom, Irma, my son, Cloud. I named him after Final Fantasy VII. Woo! So I'm amazing. Everybody here is so amazing. All the professional gamers here. Oh my God, you guys are amazing. Thank you guys. Thank you. I think everyone got a good picture of how you're feeling with that. Thank you so much. You guys, incredible job. Jordan, how does something like this compare to performing? Compared to what now? Performing. Performing, oh my God. Well, I mean, hi, we're in the middle of the Forum Arena. It's one of the most legendary venues in all of Los Angeles, really in all of the United States. And I'm playing video games with some of my best friends right now and seeing someone's dream come true, being here, being able to go to the World Cup because we play video games, and it's insane. It's absolutely incredible. I have to give so much love to my team. I mean, this was so much fun. The creators of this map and this game mode, you guys have done something so phenomenal, epic. Shouts out to you for giving these people an opportunity, and to everybody else that's playing, all of the other teams here today. I love you all. Let's go get a drink. Hey. Oh, well, I know we're going to see the two of you guys tomorrow in the Pro-Am. Any words to the competitors for tomorrow? I mean, last year I got second to Ninja. This year I'm coming for first. I just want to give a shout out to the team though. Loser Fruit clutching up in the last game against the Fish team. Lester always ready on the team, pushes Jordan, the best sword player out there. And obviously the MVP of all this crowd here in the Forum. So incredible. It felt like we had home field advantage. My family's in the crowd. Shout out to them. Couldn't be happier to have them here. And thank you to Epic for putting this on. And with that being said, we just won a lot of money for our charities, which is the best part of all this. Lester, see you in New York City, baby. Yes, thank you, Courage. And Loser Fruit, do you want to talk a little bit about the charity that you're choosing or a message for anyone out here? I was just going to say shout out to Courage. He was like calculating. He's like, okay, we're on this meta points. We get this, okay? We have to go fourth and they have to be third. And we have to prevent them. He was like full on going nuts. So he like carried us in the coaching.
So yeah, it was Carried in the coaching, but you carried in the clutches, Loser Fruit. I'm proud of you. I'm so proud of you. And tomorrow you're going to win them all. Okay, you heard it here first. Well, thank you guys so much for being here, for participating. You're all excellent competitors. Congratulations on winning. All for charity here today. Sending it back to the casters at the desk, Dr. Lupo and Golden Boy. Thank you once again, Kitty, and congratulations to your winners, the Llama Record Company. Lester, the ultimate Father's Day gift. He's going to get a trip to New York City for the Fortnite World Cup Finals and our 3
Nein! Ah, ist das ekelhaft. 12 HP. Ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft. Fuck. Nein, nein, nein.